Kölle Alarv ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Die haben keine so komische Mützen auf. Ja. Die Kamera würde dann laufen. Also Hoi. Hoi miteinander. Hoi zusammen. Also, eine neue Folge Signature at Work. Ihr seht es, wir stehen heute gerade im Kriegel im Ecke hinten. Im schönen Ecke, genau. Richtig. Erzähl mal, du hast hier wieder lustig Blecharbeit. Der Blechgott hat meistens ein bisschen Blecharbeit, sehr viel. Wunderschön. Erzähl, was hast du da? Das sieht ziemlich überarbeitet aus schon. Ja, warte, jetzt noch nicht erzählen. Erzähl jetzt. Das ist auch von einem Kunden, der hat uns einfach das Schutzblech gebracht, die Naben, den Felgering haben wir jetzt eingespeichert und natürlich die Naben haben wir alles revidiert, neue Lager, Bremsbäckchen alles gemacht. Und dann hat er da ein wunderschönes Schutzblech noch dazu und das hat wirklich ausgesehen, also es war richtig verbeulen, verrissen und ja, so etwas rührt man natürlich nicht fort. Dann musste ich ihn dran aufschweissen. Da rein sieht man es. Blech einschweissen, aussen verschleifen. Das tun wir dann auch noch aufziehen. Und dann muss man einfach da die neuen Löcher bohren dann für die Schutzblechstängel. Genau, und sonst ist es einfach, das habe ich jetzt schon gemacht, alles verbeulen gewesen. Ausbühlen, die habe ich auch ausgebühlt. Das liebt der Kriegel natürlich. Das alte Zeug, das krumm ist und Ja, das so ist das Geilste. Da. Das ist einfach, wenn du Ich hätte Nerven nicht. Nein. Weil wenn du dort am einen Tor zu viel schlägst, ist es am anderen wieder krumm und Ja, nein, da musst du einfach ein bisschen im Gefühl haben und es ist auch etwas Schönes, oder? Darum bin ich ja da, oder? Das hätte ich aber gut, wer hat das eingespeichert? Das hat der Marco. Das läuft wie ein Eis. Speichergott. Schön, gell? Kopfedeli. Das 850 Motorli hat er gebracht. Und der hat also wirklich ausgesehen. Also dreckig, der Auspuff war noch dran, weil er ihn nicht weggebracht hat. Dann die Pedale, einfach mal alles rausgeschlagen, aber er hat es einfach nicht auseinandergebracht. Dann ja, haben wir das rausgeschmiedet, auseinandergenommen, alles sauber geputzt. Apropos Schmieden. Der Kolben. Also bis wir den rausgekommen haben, haben wir wirklich viel Kraft und den Grosshammer haben wir gebraucht. Richtig gemüllert, ja. Richtig gemüllert. Aber jetzt haben wir das Motor wieder zusammen, tipptopp. Neue Kolben natürlich. Der hat die Räder gebracht, die paar Blechteile und den Motor. Und den Motor, genau. Fertig. Den Rest macht er selber. Jawohl. Fertig zusammenbauen. Das ist ja geil, oder? Ja, ich mache jetzt weiter. Ich gehe jetzt ziehen. Jetzt gehe ich ziehen. Schön. Du liebst dann, wenn man feilen kann. Ja, ist gut. Ich rede dann. Genau, ich habe den gerade auf den Lift genommen, gerade frisch. Das ist ein Teil vom El Presidente. Das ist quasi aus dem Winterschlaf, wird der wieder vorgeholt. Da hat es diverse Sachen, die man auf den ersten Blick sieht. Das sollte nicht so sein. Da sind die Halterungen abgerissen vorne leider. Rücktrittbremse, das ist natürlich so gar nicht. Und dann mache ich das eigentlich immer folgendermaßen: so nach einem Winter oder wenn es sogar auch länger gestanden ist, kann ja sein, dass man mal ein Jahr keine Zeit hat oder was immer, dann steht das schon ein Jahr, anderthalb. Dann gehe ich eigentlich immer so ein bisschen von vorne nach hinten. Das heisst, ich schaue ein bisschen die Rädchen an, wie ist das mit dem Spiel. Da sieht man jetzt ein Headspiel. Man hört sogar, ja, man sieht es gut. Das ist wirklich extrem. Also Vorderrad aber sicher auch. Zerlegen, reinigen, wenn alles noch gut ist, neue Fette zusammenbauen. Dann sind wir bei der Lampe. Also schnell ein Lichtcheck. Jetzt hier Seilzeug und alles. Es ist wie es ist. Ich bin natürlich ein rechter Kabelzugfetischist, aber spielt ja keine Rolle. Das ist natürlich für die Schaltung und alles, für das Bodenzeug ist es natürlich einfacher, wenn es grosse Bögen hat. Da, über den kann man sich jetzt streiten. Aha, da kann man auch noch ein bisschen ziehen, sehr gut. Vielleicht tut man dann da noch irgendwo noch das Halterchen an, dass das ein bisschen gut ist. Dann, was ich sicher mache, schauen, läuft er? Theoretisch ja. Dann schnell das Lüftergehäuse wegnehmen und einfach dort die Zündung anschauen. Ist Unterbrecher, was ist drin? Wenn es einen Unterbrecher hat, stimmt der noch, ist der noch gut? Funkt er nicht, also schlägt er nicht durch? Dann kann man gleichzeitig auch gerade das Kurvenspiel anschauen. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Ja, jetzt sehe ich, wenn ich von oben runter schaue, sehe ich wieder die Pedale. Also die sind auch nicht parallel. Die stehen nicht schön gerade zueinander, sondern so. Das ist aber wahrscheinlich nur, weil die Keile von der gleichen Seite drin sind. Dann natürlich die Schütze wegnehmen, Abstimmungen schauen, Vergaser schnell rausputzen, schauen, wie läuft er, wie ist er abgestimmt.
Und wenn nicht, natürlich dort nochmal Hand anlegen. Also es sind diverse Sachen, klar, Ölwechsel, alles so Zeugs. Das kommt aber erst, da ist noch nichts gemacht, der ist frisch auf dem Lift. Und jetzt gehen wir zum Heimleiter. Der hat nämlich wieder mal etwas Schaumäßiges, ein Getriebe. Und das gehen wir jetzt anschauen. Kommen wir mit. Marco. Ja, hoi. Marco, bist du im Heftchen lesen? Ja. Das ist toll, he? Das ist nicht irgendein Hefte, das ist eine Fachlektüre. Sag mal. Ciao Piaccio, ciao Piaccio. Aha, schön. Das hat mich bewundert genommen, weil das ist ein CH 7075. Ja. Wie alt das der ist. Und anhand von dieser Rahmennummer kann ich hier innen anschauen und da müsste jetzt irgendwie ein 75er-Jahrgang sein. Aha. Also da ist die Rahmennummer dort drin? Ja. Von bis? Ja, von bis. Ist aber noch lässig und das hat es mir bewundert genommen, weil der hat ein mega kurzes Getriebe drin. Ja. Aber ich habe jetzt gesehen, Getriebe steht nicht drin. Farbcode, bla bla. Weil ich jetzt, das Getriebe hat ein bisschen, jetzt müssen wir es noch revidieren. Ja. Und jetzt habe ich schnell die Umdrehung gemessen, oder, am kleinen Rädchen, also wo das Bulli trägt. Und das ist ein 12er Getriebe. Okay. Und was ist nachher die Schau? Also weißt du, zum Beispiel musst du unterscheiden, Gussrädchen oder Speicherrädchen. Ja. Bei Gussrädchen, die Schweizer, die haben meistens ein 8,5er Getriebe drin. Ja. Mein Ciao, der hat jetzt auch Speicherrädchen, ist ein Italiener, der hat ein 6,5er Getriebe drin. Ja. Und die haben so viele verschiedene gemacht. He? Ja, die haben auch viele verschiedene Getriebe. Ja. Und wenn ich jetzt natürlich ein 12er Getriebe hier hätte, Kurz halt. das ist auch kurz. Ja. Der läuft so vorne mit dem Setup, das wir da drauf haben. Alles original. Ah, ja, selbstverständlich. Wie immer. Schön, 35 km/h. Da kannst du jetzt sagen, im ersten Gang. Ja, im ersten Gang. Das ist ein Keilnutgetriebe. Das ist ein bisschen speziell. Weißt du, ich habe eh noch ein anderes. Ja, mache ich Ich jetzt. bringe nichts an. Ja, ist gut. Wie ihr hier seht, haben wir eben das spezielle Keilnutgetriebe. Ich habe es gemessen, wie ich schon gesagt habe, ist 12er Übersetzung. Jetzt habe ich hier alle Lager mal rausgenommen. Die Lager alle ausgepresst, wir waren noch die ersten drin. Das ist auch noch speziell, das Lager. Da haben die anderen nicht so. Jetzt habe ich die Lager alle mal gewechselt. Hier dasselbe. Und jetzt geht es darum, wieder zum Zusammensetzen. Falls ihr mal so etwas revidiert, tönt die Lager alle auspressen, alle Simmering rausnehmen und dann bestellen. Weil ich habe jetzt nicht das Passende da gehabt, ich musste 2 Sätze auftun und habe jetzt einen Haufen Reste. Also ist es sinnvoll, wenn ihr es zuerst messet und dann bestellt und so revidiert. So. Dann das. Nehmen wir mal. So. Jetzt kommt. So. Wenn du das anschaust, ist nachher der Simmering da drauf. Und wenn ihr hier die Nut anschaut, oder, dann ist ja, der meiste ist dann logisch, ja, da läuft das Öl raus. Das geht gar nicht, oder? Ist aber nicht so. Wenn ihr den Ring anschaut, der dichtet nämlich gar nicht auf der Welle, sondern der dichtet eben hier innen ab. Hier drauf oben. Darum ist es gescheit, wenn ihr alles zusammenbaut, das Rad einbaut und erst dann Öl auffüllt. Dieses läuft das Öl nämlich. Geht da hinten raus, wenn ihr vorne einfüllt. Das, was ich vorher gesagt habe mit dem 12, oder? Jetzt müsst ihr vorstellen, das tut sich jetzt 12 Mal drehen, bis der eine Umdrehung gemacht hat. So könnt ihr nachher mal schnell testen, was für ein Getriebe das ihr habt. Da kann man auch im eingebauten Zustand. Ventil unten, hier drüllen, bis das Rädchen einmal rundum ist und einfach die Umdrehungen zählen. Die Scheibe, die kommt einmal hier drauf. Jetzt habe ich gesehen, er hat mir ein bisschen zu viel Spiel. So. Dann tue ich jetzt hier noch eine Unterlagsscheibe drauf, also eine Anlaufscheibe. So. Dass er so halbe Millimeter spielt, fast 2 mm, das ist mir zu viel. Wir können theoretisch das Lager einfach weiter reindrücken. Finde ich aber nicht sinnvoll, weil die Lager müssen ja geschmiert sein und das muss ein bisschen Spiel haben. Jetzt tun wir hier noch den Simmering ein. Den Simmering tue ich einmal hier dichten und fügen, heisst das Ding da. So. So viel Verstabenkeit.
das ist drin. Dann die Dichtung. Jetzt kontrollieren wir es nochmal, ob es auch da nicht zu fest anziehen. Ist immer noch Aluminium. So, und jetzt müsste das eigentlich ganz ring gehen. Schön wie es drillt, he? Das macht wieder Freude. Und da haben wir jetzt einen halben Millimeter Spiel, das ist tipptopp. Ja, jetzt, wo sind wir stehen geblieben? Bei Scheiße. Scheiße. Im Simmering. Genau, der Simmering. 35 x 22 x 4. Steht übrigens auf dem Simmering, wenn ihr ihn ausgebaut habt. Macht es euch einfacher beim Bestellen. So. Ja, da drüber die. Und sie flutschen auch schön, wenn du ein bisschen von dem grünen Loctite drauf tust. Vielleicht noch schnell zum Loctite, gell? Müsst ihr aufpassen. Gibt eine Schraubensicherung und Fügenwelle Nabe. He? Das ist noch ein Unterschied. Dann ist das eigentlich fertig zum Einbauen. Der kommt dann so drauf. Und dann kommt der drauf, oder? Der hat auch wieder da. Keine so. Und dann wird es mit dieser Schraube angemacht. Die meisten von euch kennen jetzt wahrscheinlich, dass man den dann draufschraubt. Das war ein bisschen speziell an dem. Gut, dann würde ich sagen, ja, tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.